Im letzten Video habe ich es schon erwähnt und ich habe es euch versprochen, wir werden uns das neue Förderband zum F1 Ultra mal genauer anschauen. Für wen ist es gedacht und wie gut funktioniert es denn wirklich? Servus und willkommen zurück. Vielleicht haben viele von euch schon dieses Video gesehen vom F1 Ultra. Ein neues Kombigerät mit 20 Watt Diodenlaser und 20 Watt Faserlaser in einem kombiniert. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann es sich gerne nochmal anschauen. Werde ich hier oben verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal drauf. Dazu gibt es ein Förderbandteil, ein Zubehörteil, ein Förderband, das man an den F1 Ultra anbauen kann. Doch für wen ist es überhaupt gedacht? Denn so ein Förderband hört sich ja echt interessant an. Und was macht so ein Förderband? Genau, es steigert die Produktivität und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und das ist natürlich gerade für kleine Unternehmen oder für Betriebe, die da ein bisschen Material durchballern wollen, so in kleine Serie, die können das da wirklich super toll nutzen, um dort einfach die Produktivität zu steigern. Ja, das ist natürlich schon ein cooles Feature, was wir mit diesem Förderband erreichen können. Wir wollen aber natürlich testen, ob das überhaupt auch richtig gut funktioniert und wie praktikabel das Ganze natürlich ist. Aber das ist nicht nur das einzige Feature, was wir mit diesem Förderband erreichen können, denn der F1 Ultra hat ja einen Arbeitsbereich von 220 auf 220 mm. Durch dieses Förderband können wir den Arbeitsbereich von 220 auf mal 500 mm erhöhen. Also wir können da definitiv dann auch größere Sachen gravieren. Und das ist auch mal ein interessantes Feature. Und diese beiden Features, die werden wir uns heute mal genauer anschauen. Und jetzt Achtung Leute, sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird am Ende des Videos noch ein Gewinnspiel geben. Und wie ihr da teilnehmen könnt, das erfahrt ihr natürlich nachher. Jetzt redet man nicht lange um den heißen Brei rum. Ich werde euch gleich in der Software zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zur Montage, ganz ehrlich, muss ich euch nicht sagen, das sind 4 Schräubchen, die ihr da anbringen müsst. Ist alles gut beschrieben in der Bedienungsanleitung. 2 Kabel dran, nein, ein Kabel dran und schon funktioniert das ganze Teil. Also schaut da einfach mal rein. Gut, das erste, was wir machen müssen, Creative Space öffnen. Ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar habe ich schon mal mein Logo und das YouTube-Logo reingezogen, denn wir werden jetzt Alu-Visitenkarten als erstes mal gravieren in der Stapelverarbeitung und mal schauen, wie gut das funktioniert. Auch verschiedene Farben. Das erste, was ihr machen müsst, ist, gehen wir hier auf den Modus und stellen den Förderbandstapel ein. So nennt sich das halt bei denen. Das brauchen wir nachher. Also erstmal den Stapel einstellen, alles gut. Jetzt könnt ihr schon mal die Visitenkarte unten in den Bereich reinlegen. In die Mitte könnt ihr es einfach mal reinlegen, dort wo der Fokuspunkt ist. Und macht es dann erstmal, ich mache das immer manuell und mache dann einen manuellen Fokus, stelle ich dann erstmal ein. Und den habe ich jetzt auf die Visitenkarte eingestellt. Das ist dann praktisch diese Stärke hier. Aber das müsst ihr selber bei euch gucken. So, jetzt klicken wir auf Aktualisieren und dann sehen wir schon mal ein Foto von der Visitenkarte. Der Ultra macht jetzt ein Foto. Prima. Jetzt können wir das ganze Logo im Endeffekt schon mal ziehen. Wir können es von der Größe her einfach richtig auf die Visitenkarte drauflegen, so wie wir sie haben wollen. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Und da der nächste Schritt ist, wir müssen das Material einrahmen. Da klickt ihr auf diesen Button. Es öffnet sich ein neues Fenster und ihr seht es da schon recht super beschrieben, wie wir das Ganze eingerahmt haben müssen. Der macht das jetzt gerade automatisch, er rahmt automatisch in diesem Fall diese Visitenkarte ein. Da können wir also auf Fill klicken. Aber wenn ihr seht, wenn wir jetzt solche Schlüsselanhänger machen oder so, ihr seht ja den Unterschied, wie wir das Ganze machen müssen. Also wir klicken jetzt erstmal auf Fill. Gut, jetzt könnt ihr die ganze Leistung einstellen. Ihr könnt es auch benutzerdefiniert gehen oder ihr geht es halt einfach auf eigenes Material und dann auf weitere Xtool-Materialien könnt ihr da einfach mal reingehen und bestätigen und könnt euch das Material aussuchen. Wir haben jetzt hier eine Leistung von 70, 2000, 200 Linien per Zentimeter und 30 Kilohertz. Ganz wichtig, es sind Alu-Visitenkarten. Wir machen das Ganze auf Faserlaser. Gut, das sind schon mal die Einstellungen zur Gravur. So, jetzt bin ich an einem Punkt richtig krass hängen geblieben. Und den Fehler, den möchte ich euch jetzt zeigen, was dort passiert ist. Ich habe ja hier 2 Sachen rein. Das heißt, das Gipfelholz-Logo ist eine Vektorgrafik und das YouTube-Logo ist eine Vektorgrafik. So, jetzt habe ich gedacht, gut, machen wir das Ganze zusammen und gruppieren. Dann habe ich das Ganze gruppiert und dachte, wir haben ja jetzt alles gemacht, wir haben ja den Rahmen eingerahmt. Dann können wir ja weiter mit Bearbeitung gehen. So, jetzt klicke ich auf Weiter mit Bearbeitung, aber es passiert nichts, es kommt eine Fehlermeldung.
So. Es ist außerhalb des Arbeitsbereichs, warum auch immer, es ist ja auf der Visitenkarte und ich kam da nicht drauf. Ich habe das Ganze ja praktisch gruppiert und jetzt gebe ich euch einen kleinen Tipp. Um das Ganze, diese Fehlermeldung nicht zu haben, ist ganz einfach, man muss es aber einfach nur wissen. Man muss diese beiden miteinander verschmelzen. Das heißt, wir klicken auf diesen Button hier, verschmelzen und schon funktioniert es und wir können auf Weiter mit Bearbeiten gehen. Das dauert eine ganze Weile, das muss das Material fotografieren, Material erkennen und so weiter und so fort. Da seht ihr jetzt gleich mal ein Vorschaubild und da warten wir jetzt noch mal ganz kurz drauf. Jetzt haben wir unser Vorschaubild hier oben erstellt. So wird es auf der Visitenkarte rauskommen, automatisch mit dem Smartfill. Und das ist jetzt einfach nochmal die Vorschau. Gut, wir müssen jetzt im Endeffekt nur noch auf Start klicken, aber dazu wechseln wir jetzt einfach rüber zum Laser. So, das Setup habe ich jetzt mal hier drüben aufgebaut, Laptop rübergebracht, um das Ganze jetzt zu machen. Wir können jetzt hier auf Start drücken. Ihr seht es jetzt gerade, ich habe jetzt hier ein paar Visitenkarten einfach nur mal so kreuz und quer hingelegt. Wir werden jetzt auch gleich mal andere Farben versuchen, ob er damit klarkommt. Und wichtig ist, ihr müsst ja eine Absaugung haben. Bei mir steht hier unten noch eine Absaugung, die werde ich jetzt auch mal anschalten, damit die Dämpfe nicht so in den Raum gelangt. So. Absaugung ist an. Das Gehäuse können wir einfach noch ein bisschen runterschieben, damit die Visitenkarten unten durchpassen. Das ist alles in Ordnung. Das ist ja, die sind ja nicht wirklich hoch. Und wir können jetzt dann auf Start klicken. Und jetzt schauen wir mal, was einfach passiert damit. Jetzt sind wir bereit. Wir müssen jetzt nur noch auf diesen Button hier drücken. Und der Laser müsste jetzt loslegen. Er schießt los. Und das ist schon mal richtig cool. Ich hole euch mal her und zeige euch das Ganze. Gut, das Förderband ist jetzt durchgefahren, das heißt, die erste Karte ist fertig und jetzt hat er automatisch diese andere Karte erkannt. Und jetzt schauen wir mal, wie viel er erkennt. Ich werde jetzt auch mal, ihr seht jetzt diese verschiedenen Farben, denn da sind auch schwarze dabei. Das ist ja ein schwarzes Förderband. Das wollen wir mal schauen, ob das auch mit diesem Schwarz funktioniert. Und ich brauche jetzt nur noch auf die andere Seite diese Karten einlegen. Legen wir mal hier einfach zwei Karten wieder total schräg hin und auch die anderen Farben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was er macht, wenn er die blauen fertig hat. Jetzt schaut mal, wie schnell das Ganze geht. Und er dreht es sich hin, wie er es braucht. Und jetzt bin ich mal gespannt am Schluss, ob die Karten auch identisch sind. Das Förderband fährt weiter. Okay, super. Jetzt hat er die nächsten zwei Karten erkannt. Jetzt macht er noch mal ein Foto, Material erkennen in der Software. Jawohl, super. Und jetzt müsst ihr gleich loslegen. Ha, mega. Schaut's mal, überhaupt kein Stress. Ich bin mal gespannt, was er mit den zwei schwarzen Karten macht. Ob er die jetzt auch graviert oder weiterfährt. Nein, er macht die schwarze Karte, die erste macht er auf jeden Fall mal. Jetzt lege ich nochmal hier in der Mitte eine schwarze Karte einfach rein, wenn er weiterfährt. Okay, eine hat er jetzt nicht erkannt, da hat es wahrscheinlich zu sehr gespiegelt. Und jetzt schauen wir mal, ob er die erkennt. Jawohl, die erkennt er auch. Jetzt hat er bis jetzt nur eine nicht erkannt, aber das ist ja nicht schlimm. Man kann es ja wieder hinten reinlegen, das Ganze. Perfekt, wird auch erkannt. Jetzt machen wir es mal ein bisschen hoch, damit ihr auch mal was besser sehen könnt. Macht es nicht nach und schaut da nicht rein. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Eine Karte hat er nicht erkannt, diese eine schwarze. Okay, ist jetzt nicht schlimm, kann ich wieder hinten reinlegen, habe ich ja gemacht und alles super. Ihr seht es aber auch, dass das Logo
optimal am selben Fleck ist. Wir haben auch mit diesen Farbunterschieden von den Karten überhaupt kein Problem. Er erkennt die Karte trotzdem und hat alles perfekt gelasert. Also echt top Ergebnis. Wir hatten jetzt eine Verarbeitungszeit von 2 Minuten 30 für diese 10 Karten. Also das ist echt ein top Ergebnis. Wir müssen jetzt halt praktisch nur noch hinten reinlegen. Zack, 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 zack. Und der Laser graviert. Richtig coole Serienproduktion. Und vor allem halt die Produktivität wird dadurch echt gut gesteigert. So, erstmal für euch jetzt erstmal einen Hocker nehmen, damit ich mich hier hinhocken kann. So Leute, wir machen den neuen Versuch und zwar mit diesen Visitenkarten hat es ja richtig top funktioniert und eine Top-Geschwindigkeit einfach nur. Gut, ich habe jetzt hier mal, ich glaube das sind 18 mm kleine Holzscheiben. Auf diesen Holzscheiben, da machen wir jetzt einfach mal, was machen wir draus? Pfandmarken. Machen wir Pfandmarken drauf, machen da ein P drauf aus Holz. Also das heißt, wir benutzen einen Blaulichtlaser und wie stark sind denn die? 6 mm stark. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal in die Software und probieren das Ganze und machen dann P drauf. So, ich habe den Deckel jetzt mal hochgemacht und ihr seht jetzt gerade mal, wie perfekt ihr das alles macht. Wow, geil, richtig geil. Bitte macht den Deckel nicht hoch, lasst ihn natürlich unten. Ich habe auch eine Laserschutzbrille auf und habe die Absaugung an. Ihr seht, wie das schön abgesaugt wird. Aber schaut euch das mal an, richtig geil. Er macht es perfekt auf jedes einzelne kleine Stück drauf. Wow. Und wie schnell alles. Jetzt fährt er weiter. Hoppala, jetzt hat er wahrscheinlich die nächsten 2 hat er jetzt wahrscheinlich übersehen. Nee, hat er gar nicht übersehen. Macht er trotzdem noch. Ha, Wahnsinn. Gut, einen hat er jetzt übersehen. Und jetzt können wir den jetzt mal hier einfach mal hinlegen. Jetzt macht er wieder, denke ich mal, ein Foto und macht das letzte auch noch. Und dann schauen wir uns das mal an. Perfekt. Also schaut's nochmal, perfektes Ergebnis, muss ich sagen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet diese Pfandmarken einzeln einlegen oder in eine Schablone einlegen und. Ey, das dauert ja viel zu lang, das Ganze. Und damit kann ich es einfach draufballern. Das ist richtig cool, egal in welche Richtung. Das Ding graviert einfach durchgehend. Kleine Unterschiede habe ich schon festgestellt. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, ist es nicht, da sind 2 mm Versatz drin. Das erklärt sich aber dadurch, das ist mir aufgefallen, die Kamera ist ja eher auf der Seite, hier am Gehäuse. Das heißt, umso dickeres Material ihr habt, das sind ja 6 mm, umso dicker das Material, umso näher müsst ihr praktisch Richtung Gehäuse hierher. Denn wenn ihr das Ganze dann vorne das Ganze macht, auf der Seite, dann ist es so, dass die Kamera ein bisschen schräg hat und deshalb haben wir einen leichten Versatz da. Also merkt euch, umso dicker die Materialien werden, umso mehr müsst ihr halt auf diesen Bereich gehen. Also so hier auf dieser Höhe, legt ihr alles hinten einfach drauf. Und dann passt es auch. Also ich bin trotzdem mit dem Ergebnis wirklich mehr als zufrieden. So, hocken wir uns mal wieder hin. Also, neuer Versuch. Flaschenöffner, Holzflaschenöffner. Die sind relativ stark, ich glaube 18 mm. Und was haben wir gelernt? Umso stärker es wird, umso näher müssen wir ein bisschen Richtung Gehäuse. Also ich habe dann schon mal diesen Flaschenöffner hier hingelegt. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Das gleiche Prozedere. Und dann werden wir losschießen. Und jetzt seht ihr mal gerade hier, jetzt kommt eine Meldung. Genau das, was ich gemeint habe, steht auch drin. Wenn es dicker als 4 mm ist, müssen wir Richtung Gehäuse einfach gehen. Also an die Rückwand gehen. Das steht hier nämlich nochmal drin, wenn man es jetzt mal so schnell übersetzt. Und das sollen wir machen, damit die Kamera das richtig macht. Das heißt, wir legen dann auch später auf das Förderband diese Teile eher dann in die Richtung Absaugung hoch. So, das hat doch auch ganz gut funktioniert. Also ihr habt es gesehen, die Software meldet es sogar, wenn es zu dick wird, dass wir wirklich näher Richtung Wand müssen. Und nur einer fällt ein bisschen aus der Reihe. Und zwar, welcher war das jetzt? Der hier fällt ein bisschen aus der Reihe. Ihr seht jetzt gerade schon selber, dass es so im 2 mm ein bisschen versetzt ist. Es sollte so 2-3 mm nach oben, dann wäre es perfekt. Aber ansonsten bin ich echt auch top mit den Ergebnissen zufrieden. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist,
ist. Das liegt aber denke ich mal, am Material, am verschiedenen irgendwo. Hier ist es ein bisschen heller und hier ist es ein bisschen dunkler. Da kann der Laser jetzt nichts dafür, sondern das liegt wirklich definitiv am Material. Jetzt habt ihr gerade einen Versuch gesehen mit Kulis, mit Holzkulis. Ich muss dazu sagen, nein, das funktioniert nicht wirklich gut. Ihr seht es jetzt gerade, Holzkulis, vergesst es. So sollte es sein. Die Software erkennt es nicht richtig, weil es einfach rund ist und zu klein ist. Und hier, so sollte es sein. Da hat er einmal zu weit dort gelesen, dort einmal so und so weiter und hat einfach nur jeden dritten, vierten erkannt. Also Holzkulis braucht es mit dem Förderband nicht versuchen. So, was sagt ihr? Alutex oder Holzanhänger? Ich würde sagen, diese Alutex lassen wir außen vor. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Die funktionieren ganz genauso gut wie die Alu-Visitenkarten. Tun wir mal weg. Mich würde jetzt eher interessieren, wie das jetzt funktioniert, ob das auch so gut funktioniert. Und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, weil das sind ja abgerundete Kanten. Das wird vielleicht ein bisschen schwer mit der Kamera und vor allem mit diesem Ring, ob es erkennt, in welche Richtung ich dieses Teil lege. Probieren wir das mal. Jetzt sehen wir mal das Ergebnis davon hier. Ich muss sagen, ja, es ist noch okay. Sagen wir mal so. Aber Xtool sagt ja, dass es ab 4 mm, dass man das Richtung Gehäusewand machen muss, damit die Kamera das richtig erkennt. Und das habe ich jetzt auch gemerkt. Also ihr seht, die zwei sind weiter unten, die zwei sind doch in Ordnung. Also ihr seht es ja gerade selber. Ich habe mal eins komplett aus der Reihe gelegt, weiter unten drauf und siehe da, es ist dann schräg geworden. Es hat dann nicht mehr funktioniert. Also ihr merkt schon, ihr müsst dann, umso dicker das Material wird, einfach Richtung mehr Gehäusewand gehen, damit es auch noch richtig drauf gelasert wird. So, das Ganze hat ja relativ gut funktioniert. Jetzt habe ich hier ein Holzbrett, weil wir haben noch eine zweite Funktion bei diesem Förderband und zwar können wir ja Längen bis 500 mm gravieren. Jetzt habe ich hier ein Holzstück, das ist 470 mm lang und da wollen wir jetzt einfach mal Gipfelholz drauf gravieren. So, ich habe da schon mal was vorbereitet, das Logo hier. Und zwar müssen wir jetzt erstmal von dem Stapelverwendung, oder vom Stapelförderband müssen wir rüber aufs große Förderband wechseln. Und dann seht ihr diese Oberfläche, jetzt seht ihr hier einen ausgegrauten Bereich. Dort, das symbolisiert die Hälfte der Arbeitsfläche. Wenn wir jetzt mal auf Aktualisieren gehen, dann sehen wir das Ganze. Und zwar, das ist der linke Bereich und der rechte Bereich, da müsst ihr euer Teil hinschieben. Und genau an diese Kante, der Laserpunkt in der Mitte, den sehen wir ja auch gerade hier. Auch hier auf dem Bild, symbolisiert auch die Mitte. Hi, kriege ich es noch raus. Und dort müsst ihr genau anlegen. Das heißt, ihr macht vorher den Fokus, macht ihr vorher für das Brett zum Beispiel. Und dann legt ihr das genau an diese Kante hin. Dann nehmt ihr euer Logo oder was auch immer ihr gravieren wollt und könnt das Ganze hier dann positionieren. Natürlich die Einstellung, Leistung und so weiter, die macht es ja auch natürlich. Ich mache natürlich jetzt Blaulicht. Ihr könnt natürlich auch den Faserlaser benutzen. Und ja, das Wichtige ist halt einfach nur, dass ihr das Ganze gerade ausrichtet, damit es nicht einfach krumm drauf kommt, weil wir haben ja ganz schöne Fläche natürlich von 500 mm. Und deshalb achtet darauf, dass es einfach nur gerade drauf ist. Gut, wir können jetzt einfach mal weitermachen. Wir werden das Ganze filmen. Geht es auf Weiter verarbeiten. Richtig ausrichten. Wenn ihr das in diesen grauen Bereich habt, dann mault die Software auch, dass ihr da nicht rein dürft und deshalb achtet darauf, dass es genau an dieser Kante liegt.
So, jetzt nehme ich wieder Platz auf meinem Hocker. Wir sind fertig und das Ergebnis ist echt top. Wir haben es zwar ein bisschen länger gebraucht, ich habe nämlich was vergessen zu erwähnen. Wir haben eine Verarbeitungszeit von 25 Minuten gehabt, denn mit dem Förderband kann ich nur eine maximale Gravurgeschwindigkeit von 160 mm pro Sekunde einstellen. Das müsst ihr einfach wissen. Aber trotzdem, das Ergebnis ist mega, finde ich. Und ich kann mit meinem F1 Ultra jetzt auch große Sachen gravieren mit diesem Förderband. Bevor wir jetzt aber zum Fazit des Förderbands kommen, kommen wir erstmal zum versprochenen Gewinnspiel. Warum gibt es denn überhaupt ein Gewinnspiel bei Gipfelholz? Ganz einfach. Xtool hat mich gefragt, ob ich nicht ein Gewinnspiel für euch ausrichten möchte. Denn Xtool feiert ihr 4-jähriges Bestehen bzw. Jubiläum. Es sind mittlerweile 4 Jahre vergangen seit der Einführung der ersten Lasermaschine bei Xtool. Xtool legt großen Wert auf Benutzererfahrungen und Nutzerrückmeldungen. Dadurch haben die natürlich die letzten 4 Jahre richtig kräftig weiterentwickelt und haben tolle Maschinen auf den Markt gebracht. Xtool ist sogar dieses Jahr 2024 Gewinner des Red Dot Awards geworden. Was mir bei Xtool noch persönlich echt super gefällt, ist, dass Xtool mittlerweile eine riesengroße Community aufgebaut hat, wo man sich gegenseitig unterstützt und kreative Ideen austauschen kann. Was mir auch noch gut gefällt, ist, dass alles aus einer Hand kommt. Also sprich, die Software ist aus eigener Hand und wird auch ständig weiterentwickelt. Das Gerät selber, Zubehörteile, Materialien und so weiter, alles aus einer Hand. Und was ist es so besonders an dem Jubiläum, den 4-jährigen von Xtool? Ganz einfach. Leute, die ballern ab dem 18.09. bis zum 4.10. ballern dieser mal richtig Prozente raus. Bis zu 52% auf Xtool-Geräte mit 2% Cashback. So, jetzt fange ich mal an abzulesen, denn es gibt nämlich noch was Zusätzliches. Jetzt kommen wir nämlich gleich mal zu den Rabattcodes von mir, die ich erhalten habe von Xtool. Zusätzlich zu diesen 52% Rabatten, die teilweise gewährt werden, gibt es dann auch noch Rabattcodes. Diese Rabattcodes sind zum Beispiel Jens 80 € Rabatt auf Maschinen ab 999 €, Xtool P2 Jens 120 € Rabatt auf den P2, Jens 200 Rabatt auf alle Maschinen ab 4.299 € noch zusätzlich zu den Hammerangeboten, was Xtool rausballern wird. Jetzt kommen wir mal zu dem Highlight und zu dem Gewinnspiel. Und zwar zusätzlich zu den ganzen krassen Rabatten, die es dann von Xtool geben wird und mit meinen Rabattcodes gibt es dann noch ein Gewinnspiel mit voller Rückerstattung. Was heißt das? Und zwar, egal was ihr bestellt, ihr kommt dann in einen Lostopf und habt dann die Chance, ausgelost zu werden, zu gewinnen und dort dann eure Bestellung zu 100% rückerstattet zu bekommen. Natürlich gibt es auch Teilnahmebedingungen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wie könnt ihr überhaupt mitmachen? Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur über einen Affiliate-Link von mir bestellen oder einen zusätzlichen Rabattcode auch noch zu verwenden. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Zweite Teilnahmebedingung ist, ihr müsst unten in die Kommentare irgendwas reinschreiben, das heißt bestellt oder eure Bestellnummer oder sonst irgendwas und schon seid ihr mit im Lostopf und habt die Chance, eine volle Rückerstattung zu bekommen. Es wird keine Einschränkungen geben, es heißt, egal welchen Bestellwert ihr habt, ihr landet dann automatisch mit meinen 2 Teilnahmebedingungen automatisch im Lostopf. Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, das werde ich euch unten in die Videobeschreibung einfach nochmal reinschreiben. Die Bekanntmachung des Gewinners, das wird am 11.10. sein. Und zwar wird es bei mir auf dem Kanal verkündet. Also schaut da nochmal drauf, wer gewonnen hat. Und zwar wird es ein Short-Video werden, denn in dieser Zeit bin ich nämlich gerade im Urlaub und werde wahrscheinlich kein komplettes Video abdrehen. So, jetzt aber mal zum Fazit. Aber zuerst möchte ich von euch auch mal eure Meinung einfach erfahren. Was haltet ihr von diesem Förderband? Die Produktivitätssteigerung, wer könnte von euch sowas brauchen? Also das könnt ihr alles mal gerne unten in die Kommentare reinballern. So, jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Man kann dadurch die Produktivität wirklich erhöhen und vor allem große Sachen lasern. Ja, ich muss sagen, es hat seine Schwächen. Es hat nicht zu 100% alles funktioniert. Gerade die Kulis, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hat gar nicht richtig funktioniert. Einfach deswegen, weil es die Kamera diese Rundung einfach nicht wirklich erkennt. Und man muss einfach wissen, wenn man umso höhere Sachen man hat, umso näher muss man an die Wand einfach Richtung Kamera sein, weil die Kamera
Kamera hockt ja dann auf dieser Höhe hier oben. Deshalb sollte man dann große, dicke Sachen einfach mal so ein bisschen hier drunter legen und nicht vorne am Band hinlegen, weil sonst funktioniert das nicht gut. Aber wenn man das weiß, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut und die Sachen haben dann gepasst. Die Visitenkarten, alles was richtig flach ist oder so, überhaupt kein Problem. Da könnt ihr es auf das Förderband legen, wo ihr wollt. So ein paar Versuche müsst ihr natürlich machen. Bei dem Pfandmagen hat es ja eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ja auch 6 mm stark, das Holz. Und Xtool sagt ja, ab 4 mm soll man so ein bisschen eher näher Richtung Kamera gehen. Aber ja, selbst hier hat es super noch funktioniert. Auch die Schlüsselanhänger und so weiter und so fort. Also ich sage jetzt mal so, ich finde es echt ein Top-Gerät, um die Produktivität zu steigern und einfach größere Sachen zu lasern. Aber man muss natürlich auch bedenken, dieses Schild hat jetzt nicht gerade, ja, von der Zeit her hat es schon ein bisschen länger gedauert, weil ich ja nur diese 160 mm pro Sekunde fahren kann. So meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung des Förderbands einfach geholfen und ich konnte dem einen oder anderen jetzt einfach weiterhelfen. Ballert doch mal unten alles in die Kommentare rein, damit würdet ihr Gipfelholz unterstützen und ich würde mich echt tierisch drüber freuen. Abonniert den Kanal, vergesst die kleine Glocke nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.